Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Kattas gehören zu den Lemuren. Das sagt auch schon der wissenschaftliche Name, Lemur katta. Und sie sind tatsächlich unter den Lemuren recht leicht zu erkennen, denn Kattas haben einen gestreiften Schwanz. Diese schwarz-weißen Ringelstreifen haben ihm auch den Beinamen Ringelschwanzlemur gegeben. Er wohnt, wie alle Lemuren, auf der afrikanischen Insel Madagaskar. Diese Art allerdings, und das sieht man auch hier an der Gehegegestaltung sehr gut, eher eben in den trockenen Gebieten. Es gibt ganz unterschiedliche Lemuren, die auch auf Madagaskar ganz unterschiedliche Lebensräume bevölkern. Allerdings sind auch die meisten Lemuren bedroht, genauso wie der Lemur katta hinter mir. Und daher ist die Zootierhaltung sehr wichtig, um Reservepopulationen aufzubauen. Im Loro-Park funktioniert das sehr, sehr gut, weil hier auch die Zucht sehr gut seit Jahren tatsächlich auch sehr zuverlässig voranschreitet. In diesem Jahr gab es sogar eine Zwillingsgeburt. Zwillingsgeburten sind jetzt nichts sehr Seltenes, allerdings überwiegen normalerweise bei den Kattas die Einlingsgeburten. Nach etwa 135 Tagen Tragzeit kommt der Nachwuchs zur Welt. Kattas ernähren sich hauptsächlich von Früchten, allerdings auch von allem, was so um diese Früchte herum so am Baum wächst, von Blätter bis Borke, allerdings auch, was dort herum kreucht und fleucht, wenn man das so sagen kann, denn Kattas essen auch Insekten und Wirbeltiere, beziehungsweise jagen sie. Allerdings eben ist der Hauptbestandteil tatsächlich die Frucht, aber auch da muss man sehr gut in der Ernährung, gerade in Menschenobhut, aufpassen, dass es nicht zu viel Zucker ist, sondern man muss sehr genau ausrechnen, wie die einzelnen Nahrungsanteile bei der Fütterung sein müssen. Daher ist diese Art auch tatsächlich etwas für Experten. Man muss sich damit gut auskennen und dass die Experten hier im Loro-Park das sehr wohl tun, das sieht man an dem inzwischen nun seit Jahren vorhandenen Zuchterfolg. Treue Follower wissen, dass wir auf Zoos Media diese Katta-Gruppe tatsächlich auch schon sehr lange begleiten. Noch als sie gegenüber den Hippos waren, haben wir schon Videos über sie gebracht, die ihr auf dem Kanal findet. Dann haben wir auch im letzten Jahr gezeigt, wie diese neue Anlage aussieht und dass sie ganz, ganz hervorragend gelungen ist, gerade auch für diese immer wieder weiter wachsende Gruppe. Und jetzt sieht man hier, dass die Kattas sehr viel Platz zur Entfaltung haben. Gerade natürlich auch die Klettermöglichkeiten sind enorm angewachsen. Und man sieht auch wirklich das Wohlbefinden der Tiere. Das ist nämlich auch der Grundstock für die Erhaltungszucht und somit auch für das Überleben der Kattas. Denn Kattas sind wie viele andere Tiere Inselbewohner. Und Inselpopulationen sind immer deutlich anfälliger, weil sie natürlich eine Begrenzung in der Natur haben, wohin sie ausweichen können. Und gerade auf Madagaskar hat natürlich aber auch der Mensch nur gewisse Grenzen, wie weit er sich entfalten kann, eben auch durch diese Insellage. Und daher muss man schauen, wie man eine gute Koexistenz hinbekommt,
Allerdings ist es natürlich auch so, dass ganze Populationen auf Inseln, gerade wenn sie nur auf kleine Verbreitungsgebiete zurückgedrängt sind, durch Umweltkatastrophen und ähnliche Dinge schnell auch ausradiert werden können. Daher ist es ganz wichtig, dass eben auch nicht nur auf dieser Insel Tiere dieser Art leben, um sie langfristig zu erhalten, sondern eben auch im Zoo. Und so gibt es eine Sicherheit dafür, dass was auch immer in der Natur passieren mag, denn das kann niemand vorhersehen, es immer noch diese Population gibt, die in Menschenobhut in ganz, ganz vielen Zoos auf der ganzen Welt gepflegt wird. Denn das ist so etwas wie die Versicherung für das Überleben der ganzen Art. So, vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glockenbenachrichtigung. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video veröffentlichen.